auf den Balearen in der Hauptsaison. Segelnderweise und vor allem vor Anker. Es hat sich aber in den letzten 2 Jahren nochmal deutlich verschärft. Bleib entspannt. Häng alles an Wänden raus, was du hast. Es gibt ein paar Wetterphänomene, die kommen relativ schnell und die können ziemlich böse enden. Wir wollen euch heute etwas über die Balearen im Sommer erzählen, segelnderweise und vor allem vor Anker. Wir reden über Juli und August, die Zeit, wo Sommerferien sind. Da haben alle Anrainer der Balearen, und das sind hauptsächlich die Spanier, aber auch die Italiener und die Franzosen, Urlaub. Und zwar alle gleichzeitig. Und wir haben auch Urlaub. Wir sind nicht losgezogen, um Spezialisten für die Balearen zu werden, aber wir haben in den letzten 2 Saisons, die wir segelnderweise unterwegs waren, die haben wir auf den Balearen in der Hauptsaison verbracht. Und deswegen haben wir so ein paar Learnings zusammengesucht und haben auch viele Erfahrungen gemacht. Und wir haben für euch 7 Punkte zusammengestellt, damit ihr den Hochsommer und die Hochsaison auf den Balearen entspannt und vielleicht auch mit ein bisschen Spaß verbringen könnt. Ich würde sagen, wir gehen auf den ersten Punkt ein, und das sind die kulturellen Unterschiede. Ich glaube, die Balearen an sich kennt ja jeder. Das ist Formentera, Ibiza, Mallorca und Menorca. Und die Balearen liegen so zwischen 3 Ländern, nämlich zwischen Spanien. Die Spanier haben es relativ nah. Es sind Franzosen in der Nähe und Italiener. Und das sind eben auch die 3 Länder, die man viel antrifft im Mittelmeer. Einfach, weil sie es so nah haben. Die kürzeste Strecke sind 50 Meilen von Spanien aus. Das ist eine Tagesfahrt und dann ist man schon dort. Das kann man sich vorstellen wie für uns die dänische Südsee. Und für die Franzosen und die Italiener ist es dann weiter. Wir versuchen euch heute mal mitzunehmen, wie wir Deutsche da drauf gucken, beziehungsweise was wir vor Ort erwarten. Heute geht es nicht darum zu sagen, wir finden es nicht okay. Überhaupt nicht. Wir wollten euch im Gegenteil darauf vorbereiten, so ist es. Ein ganz neutrales, so ist es. Bei den Mittelmeerländern ist das so, wenn die Urlaub haben, dann geht das primär darum, richtig viel Spaß zu haben. Sie sind einfach tiefenentspannt und freuen sich, dass sie Urlaub haben, frei haben und mit dem Segelboot in irgendeiner Ankerbucht sind und dort eine tolle Zeit haben können. Punkt 2. Wenn wir chartern oder mit dem eigenen Boot unterwegs sind, dann träumen wir von türkisfarbenen, leeren Buchten. Wir reden aber gerade über die Hauptsaison auf den Balearen. Nehmt einfach mal mit, dass die Buchten knackevoll sind. Wer jetzt schon häufiger auf den Balearen war, mag sagen, weiß ich doch. Es hat sich aber in den letzten 2 Jahren nochmal deutlich verschärft. Warum? Gehen wir gleich drauf ein. Wir haben da 3 Strategien für euch zusammengestellt. Das eine ist die Ankunftszeit. Ihr müsst euch überlegen, bei den Balearen, bei jeder türkisfarbenen Bucht ist ein paar Meterchen vorne, hinten dran ein Bootsverleih. Und die Leute, die dort im Hotel im Urlaub sind, die gehen da morgens hin, nach dem Frühstück, holen sich ihr Boot und fahren in die türkisfarbene Bucht. Planschen den ganzen Tag darum und abends fahren sie wieder zurück, weil sie im Hotel essen gehen wollen oder wo auch immer. Und deswegen ist es eine gute Strategie, entweder früh morgens zu kommen, bevor die Meute einfällt, oder spät abends zu kommen, wenn sie alle wieder abgefahren sind. Ganz leer wird es nie werden, das ist ganz klar, aber diese Tagesausflügler, die verschwinden einfach irgendwann abends und dann kann man sich auch einen schönen Platz suchen. Manchmal findet man ja einen Platz, der von Felsen umgeben ist oder wo man schön in der Ecke liegt, und dann ist man für den nächsten Tag relativ geschützt. Und denk dran, ganz viele fahren abends wieder ab. Das heißt, wenn der neben dir ziemlich knapp ist, dann bleib entspannt. Die zweite Strategie, die wir haben: Ja, erstmal Fender raushängen. Das mag für Nordeuropäer, für Ostseesegler, Nordseesegler ganz, ganz eigenartig erscheinen. Das macht man nicht. In Deutschland hat man immer so den Eindruck, Fender müssen sofort rein, sobald man aus dem Hafen raus ist.
Macht ja auch Sinn beim Segeln, aber vor Anker macht Sinn, die alle rauszuhängen. Häng alles an Fendern raus, was du hast. Am besten leg das Schlauchboot auch noch daneben und auf die andere Seite das Sub, damit du einfach so ein bisschen Puffer um dich rum hast, weil du kannst damit rechnen, dass Boote auf Drift gehen. Uns ist das auch schon passiert, dass Boote auf uns drauf gedriftet sind. Uns ist auch schon ein Boot zugelaufen. In der letzten Saison, in der vorletzten Saison, es ist einfach so. Und gerade wenn das so ein ruhiger Tag ist, dann passiert das langsam, da passiert nicht viel. Und wenn du den Fender hängen hast, dann ist das auch alles in Ordnung. Uns ist ein Boot zugelaufen, haben Wasser gemacht und dabei ist uns das Boot zugelaufen. Der Anker kommt nicht mal am Boden an. Nee, irgendwie nicht. Und naja, es war bisher im Wesentlichen windstill und irgendwann haben sie immer näher, immer näher. Ich habe mehr Kette rausgelassen, aber da drüben sind die Felsen. Also wenn wir so rüberschleuen, sind vielleicht noch 8 Meter bis zum Felsen. Das war mir jetzt zu eng. Jetzt haben wir die ins Päckchen genommen und jetzt müssen wir halt Wache gehen, bis die wiederkommen. Da ist keiner an Bord. Das ist nervig. Schwierig ist es nur, wenn du dann erst anfangen musst, die Fender zu suchen und aus der Wachskiste rauszuholen und vielleicht noch eine Leine suchen musst. Also sei darauf vorbereitet. Wenn nichts passiert, umso besser. Wenn ich an Ankerbuchten denke und an einen ganz normalen Segeltag bzw. einen ganz normalen Ankertag, dann gehe ich erstmal davon aus, dass alle Boote mit dem Bug in den Wind liegen. Das ist die Theorie. Die Praxis ist nicht ganz so. Wir haben euch einen Clip mitgebracht. Wenn ihr euch mal die 2 Boote in der Mitte anguckt, die 2 weißen Boote, die sind baugleich. Die liegen an Bojen, das heißt, sie werden nicht kollidieren, aber sie schwollen extrem unterschiedlich, obwohl sie baugleich sind. Und man sieht auch, dass die Boote nicht gleichzeitig schwollen, sondern je nach Böe. Also man sieht das auch, wenn eine Böe einfällt, dann kräuselt sich das Wasser ein bisschen mehr. Dann dreht sich der Wind auch leicht. Das heißt, Boote schwollen teilweise auch sehr stark unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel ein Motorboot hast mit einem hohen Aufbau, das kann wirklich passieren, dass das richtig zickzack fährt und viel Platz um sich herum braucht. Das hatten wir auch schon mal erlebt in einer Bucht. Wir hatten ja vorhin gesagt, die Ankerbuchten sind jetzt noch voller als vor 2 Jahren. Und das kommt zum einen daher, weil die Badezonen massiv ausgeweitet wurden. Die Badezonen sind doppelt so groß teilweise, wie sie vorher waren. Das heißt, in der Bucht ist für die Boote zum Ankern deutlich weniger Platz, als es vorher war. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn von diesem türkisen Wasser, also Sandgrund, weniger da ist, weil die Badezone größer geworden ist, dann ankere ich einfach weiter draußen. Weiter draußen ist aber oftmals Posidonia und was Posidonia ist, kommt jetzt. Das ist der nächste Punkt. Posidonia ist Seegras und zwar ein besonderes Seegras, das es nur und wirklich nur im Mittelmeer gibt. Posidonia ist geschützt, weil es das nur im Mittelmeer gibt und weil es sehr, sehr langsam wächst. Posidonia wächst im Jahr 1 Zentimeter und das heißt, wenn ich mit meinem Anker oder mit meiner Kette Posidonia kaputt mache, dauert das Jahre bis Jahrzehnte, bis dieses Loch wieder aufgeforstet ist, nenne ich das jetzt mal. Und warum ist Posidonia so wichtig? Also Posidonia ist die Kinderstube für Fische und für Meereslebewesen und natürlich auch die Lunge des Mittelmeers, denn dort wird ganz viel Sauerstoff produziert. Wir haben gesehen, dass vor 2 Jahren noch deutlich mehr im Posidonia geankert wurde. Jetzt gibt es sehr drakonische Strafen. Ich muss gestehen, ich als Segler habe vorher auch gesagt, oh Mann, verdammt, ich will da aber weiter ankern. Einfach nur, weil ich gesehen habe, die Zonen werden einfach enger. Es wird dann Buchten geben, wo ich nicht mehr ankern kann. Aber es ist wirklich extrem wichtig und wir haben es gesehen, seit 2 Jahren, dort wo vorher noch Boote geankert haben, wird jetzt eben nicht mehr auf Posidonia geankert. Das ist gut so und dort sind die Fischschwärme wieder zurückgekehrt. Wir haben das zum Beispiel auf Formentera gesehen, da sind die Bilder, die ihr gerade seht, entstanden. Vor 2 Jahren gab es dort keine Fische. Jetzt gibt es dort Fische, beziehungsweise in der letzten Saison gab es dort Fische. Die sind zurückgekehrt, das ist voll mit Fischen, das ist die Kinderstube jetzt, weil eben dort nicht mehr geankert wird und das ist auch gut so. Es gibt noch eine zweite Art von Seegras im Mittelmeer und zwar ist das sogenannte Neptungras. Und Neptungras ist natürlich auch
Sauerstofflieferant für das Meer, aber Neptungras ist ein sogenanntes Saisongras. Das heißt, es wächst im Frühjahr und es stirbt im Winter ab. Das heißt, wenn ihr auf Neptungras ankert, ist das nicht so schlimm. Du hast dort auch nicht diese Fischschwärme und nichts. Es ist deswegen auch erlaubt, auf Neptungras zu ankern. Natürlich kann man versuchen, nicht dort zu ankern, aber es ist erlaubt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das, wo ihr jetzt ankern möchtet, Neptun oder Posidonia ist, dann könnt ihr in die Apps reinschauen. Es gibt 2 Apps und diese zeigen euch, wo die Zonen sind. Aber bitte verlasst euch nicht auf das, was dort eingezeichnet ist. Diese Apps sind teilweise 5 Jahre alt. Das heißt, das Posidonia hat sich auch schon weiterentwickelt. Es hat sich ausgedehnt. Es dient als Hinweis. Ist es jetzt ein Posidonia-Feld oder ist es Neptunfeld? Das hilft auch. Als wir in Port Poyensa angekommen sind, da wussten wir das noch nicht mit den Gräsern. Wir wussten, es gibt Posidonia, aber wir wussten das mit dem Neptungras noch nicht. Und wir haben dann auch erstmal in die App geguckt und festgestellt, hier ist überall Ankern erlaubt. Also muss es was anderes sein. Wenn ihr von oben, ich sag mal, bei 10 Meter Wassertiefe seid, es ist Tageslicht und ihr seht dunkelgrün, dann wird es wahrscheinlich Posidonia sein. Wenn ihr hellgrün oder leichtgrün seht, dann ist es wahrscheinlich Neptungras, weil dann der Boden noch durchscheint. Wenn ihr wirklich tauchen geht, dann könnt ihr die ganz leicht unterscheiden, denn Posidonia hat ungefähr 7 mm breite Blätter. Die sind am Ende bräunlich und waagerecht abgebrochen. Und das Neptungras ist eher wie so ein ungepflegter Rasen, relativ kurz auch. Das Posidonia ist so 30 cm, 30 bis 40 cm lang. Das Neptungras ist vielleicht so 10 cm lang. Also man kann die sehr gut unterscheiden, wenn man erstmal nach seinem Anker guckt, ob er wirklich auch eingefahren ist und taucht. Ja, das eine sind große Büschel und das andere sind kleine Büschel. Genau. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, das Ankern und echte Ankersituationen, wie wir sie vorgefunden haben auf den Balearen. Wir wurden freundlich darauf hingewiesen, wir würden so tun, als wären wir die Einzigen, die richtig ankern können. Nein, das stimmt nicht. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die richtig ankern können. Auch wir haben schon mal, sind auch schon auf ein anderes Boot draufgedriftet. Und auch wir müssen da und dort mal den Anker ein zweites oder ein drittes Mal ansetzen, um ihn wirklich einzufahren. Please put fenders, we are drifting. Please put fenders. Aber, und das ist der große Unterschied, wir versuchen den Anker einzufahren. Und das sind Dinge, die andere Länder, andere Sitten nicht immer passieren. Das heißt, Anker einfahren und ausreichend Kette geben, da guckt man nicht so drauf. Wie gesagt, auch wieder keine Verurteilung, das ist einfach, wie es ist. Und dementsprechend kann es dann eben auch mal eng werden. Guckt es euch gerne mal an. Wir hatten gestern Abend auch jemand, der kam, hat geankert, das war viel zu nah. Und er hat dann gemerkt, als die Boote anfingen zu schwäuen, dass es nicht reicht und hat sich dann nochmal umverlegt. Aber oft ist es so, dass sie einfach nur kommen, den Anker werfen, gar nicht mal einfahren und auch nicht so wirklich drauf achten, wo vielleicht der Anker vom Nachbar liegen könnte. Das heißt, die Schwollkreise sind unterschiedlich und dann passiert eben sowas, dass es halt extrem eng wird auf einmal. Hier diese Yacht mit dem blauen Lazyback, wenn wir schwäuen, die kamen nach uns. Wenn wir schwäuen, dann ist hinter dem Dinghy, was hinter dem treibt, noch 3 Meter Platz bis zu unserem Bug. Wenn die Leute so einfahren in die Bucht, dann wird natürlich auch nicht so wirklich darauf geguckt, wo liegt denn eigentlich der Anker vom anderen und wie ankert der andere. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, macht doch eine Ankermarkierungsboje. Das ist auch eine ganz tolle Idee.
es können nur ganz viele nichts mit anfangen und die denken, da schwimmt ein Ball und nehmen den mit. Also das ist uns auch schon passiert, dass da wirklich ein Dingi vorbeigefahren ist und die dachten, da schwimmt ein Ball und die wollten das Ding mitnehmen. Ja, oder die Sub fahren, die halten sich da daran fest. Oder noch besser, jemand kommt mit dem Schlauchboot angefahren, bindet daran sein Schlauchboot an und geht tauchen. Das haben wir auch schon gesehen. Also die Ankermarkierungsboje ist im Mittelmeer in vollen Buchten tatsächlich nicht zu gebrauchen und auch nicht zu empfehlen. Also wir setzen sie auch nicht mehr. Das macht einfach keinen Sinn. Und in leeren Buchten brauchst du sie nicht. Also insofern, wir sind davon abgekommen. Ja. Ja. Zum Thema Anker einfahren, also nur damit ihr das mal seht, wovon wir hier reden. Vielleicht magst du da was? Ja. Ich habe euch aus der Cala Boquer auf Mallorca 3 Ankersituationen mitgebracht. Das erste zeigt ein Motorboot, wo man schon an der Kette sieht, dass der Anker sehr nah am Boot liegt, weil die Ankerkette ist sehr steif und sehr steil. Das heißt, die Kette geht direkt zum Anker runter. Warum das so ist, ich bin runtergetaucht, er klemmt zwischen 2 Steinen. Daran sieht man schon mal, der Anker wird einfach geworfen. Genau, hält. Also er ist abends wieder weggefahren, irgendwie hat er ihn rausgekriegt. Zweites Beispiel, das ist ein Segelboot. Der hat schon mal verstanden, dass eine Tripline eine gute Idee ist, aber der Anker liegt mitten in Posidonia, ist auch nicht eingefahren und was ich besonders spannend finde, das Boot hängt nicht an der Ankerkette, sondern an der Tripline. Aber es hält ja irgendwie. Und dann gibt es noch eine dritte Situation, da zeigen wir euch mal, wie so ein Delta-Anker sich eigentlich einfährt. Der ist voll eingefahren, man sieht auch, der hat versucht, ihn einzufahren, aber er gräbt sich nicht tiefer ein. Der hat seine volle Tiefe erreicht, tiefer geht der gar nicht in den Grund. Das heißt, wenn der Wind weiter auffrischen würde, fängt er auch an zu rutschen. Diese Situationen, die wir jetzt hier gezeigt haben, das sind nur 3. Aber das findest du in der Hauptsaison, in der vollen Bucht einfach ständig. Und dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt, nämlich unser nächster Tipp ist Kommunikation. Jetzt haben wir neben uns einen Ankernachbarn liegen. Und wir haben nicht gesehen, wie der seinen Anker eingefahren hat, aber wir haben den Eindruck, der liegt ganz schön nah. Deswegen wollen wir ihn ansprechen. Und wir Deutsche neigen ja dazu, erstmal loszupoltern oder alles besser zu wissen. Das kommt nicht gut an. Unsere Strategie ist, die erstmal ganz freundlich in ein bisschen Smalltalk zu verwickeln. Wie lange willst du bleiben? Wo kommst du her? Dann kannst du auch schon ganz viel ablesen. Dann kannst du dir darauf aufbauen, deine Strategie überlegen. So gesetzt im Fall, du hast einen schönen Platz und du liegst ganz schön und dann tüdelö, kommt da einer reingefahren, 2 Meter von dir entfernt, schmeißt seinen Anker und was machst du? Du beobachtest ihn. Natürlich nicht, sondern du guckst halt ein bisschen zu, was er macht. Das ist so ein bisschen Hafenkino, Ankerkino sozusagen und daran erkennst du ja schon ganz gut, wie viel Kenntnis hat der, wie viel Wissen hat der, was macht der. Wenn dir das komisch vorkommt, wenn du sagst, oh nee, das ist mir zu eng, kannst du ihn freundlich fragen, kannst du freundlich sagen, du, ist ein bisschen eng, willst du länger bleiben oder kannst du vielleicht ein bisschen weiter weg? Es wird vorkommen, dass er sagt, mir egal. Dann ist es deine Aufgabe, dir zu überlegen, ob du hier bleiben möchtest oder nicht. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du gehen. Du wirst den anderen nicht davon überzeugen können, dass er dann doch wegfahren soll. Du wirst ihn nicht davon überzeugen können, mehr Kette zu legen und so weiter. Wenn er nicht möchte, möchte er nicht. Und es macht vor allem im Urlaub überhaupt keinen Sinn, sich da auf Diskussionen einzulassen. Wenn es dir nicht passt, dann musst du gehen. Das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ist die Erfahrung, die wir auch von anderen Leuten erzählt bekommen haben. Du wirst den anderen nicht ändern können. Du hast ganz viele, denen ist das völlig egal. Die sagen dir das auch. Wenn es dir nicht passt, geh weg. Und genau das ist es. Das musst du tun. Ja. Wie würdest du in der Situation reagieren? Schreib es uns in die Kommentare. Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt über und das ist in diesen Jahren entwickelte von Bord-G-Checkliste.
Wir haben euch ja vorhin mitgenommen, was kann euch alles erwarten. Driftende Boote, Ankernachbarn, die zu eng sind, wechselnde Windverhältnisse und. Wir gucken uns erstmal an, was liegt um uns rum und was ist für ein Tag. Wenn ein grauer Tag ist, werden nicht mehr viele Boote nachkommen. Wenn es ein strahlender Sonnenschein ist mit wenig Wind, dann werden noch ganz viele Boote kommen, die ankern wollen. Und es wird also sehr voll werden. Wir gucken erstmal, was liegt um uns rum. Wir gucken, was ist zu erwarten und wir gucken, welches Wetter ist zu erwarten. Wenn das Wetter stabil bleibt über den ganzen Tag, ich sag mal windstill und es auch noch grau ist oder regnerisch, ist das der perfekte Tag, um an Land zu fahren, weil das kommt nämlich einfach keiner mehr. Wir machen es davon abhängig, ob wir den Eindruck haben, das wird zu eng oder jemand driftet auf uns zu, und wenn wir das Gefühl haben, dann lassen wir auch mal einen Mietwagen flitzen und nehmen den nicht, weil wir dann eben an Bord bleiben und lieber gucken, dass an Bord alles in Ordnung bleibt. Also wir reden jetzt nicht davon, an den Strand zu gehen, um Eis zu essen oder so, sondern wir reden tatsächlich von dem Tagesausflug mit dem Roller oder mit dem Auto. Da waren wir vor 2 Jahren noch deutlich blauäugiger. Es ging alles immer gut. Wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, auch einfach mit den engeren Buchten, und in der absoluten Hochsaison, wir verlassen das Boot wirklich nur noch, wenn wir sagen, ja, das passt wirklich alles. Aber auch das ist vorgekommen. Also wir haben auch Tagesausflüge trotzdem gemacht. Wir gehen zum nächsten Punkt über, und das ist, was passiert eigentlich bei Sturm. Bei Sturm könnte man sagen, oder die erfahrenen Segler würden sagen, mache ich nicht in der Ankerbucht, ich fahre raus. Gut, ist eine Möglichkeit. Wenn du aber sagst, nee, das will ich nicht, dann gibt es noch die theoretisch zweite Möglichkeit, nämlich in den Hafen zu gehen. Wir würden kurzfristig auf den Balearen keinen Platz bekommen, schon gar nicht über 10 Meter, unter 10 Meter mag es vielleicht noch gehen, wenn du die Preise bezahlen willst. Die sind nämlich happig in der Hauptsaison. Ja. Also bleibt vielleicht nur noch die dritte Variante, vor Anker liegen bleiben, und dort ist eben die Frage, wo. Es ist sehr wichtig, im Mittelmeer sich mehrere Wetter-Apps anzuschauen. Bitte verlasst euch nicht nur auf ein Wettermodell. Es gibt unterschiedliche Modelle und es gibt auch von den Spaniern einen Warndienst, und der ist wirklich sehr wichtig, da auch immer mal wieder reinzuschauen. Verlasst euch nicht darauf, oh, es ist schönes Wetter und es bleibt die nächsten paar Tage so. Es gibt ein paar Wetterphänomene, die kommen relativ schnell und die können ziemlich böse enden. Das muss man immer im Auge haben. Ich glaube, die meisten von euch haben bestimmt von letztem Jahr, 14. August, noch diese Bilder im Kopf der gestrandeten Boote auf Formentera. Das ist ein sogenannter Kaltlufttropfen, eine Dana. Und die ist zwar als Wetterphänomen vorhersagbar, aber es ist nicht vorhersagbar, wie sie kommt, wann sie genau kommt und wie stark sie wird. Und wo sie kommt. Und wo sie kommt. Wir waren am 13. August, das hat sich eingebrannt, wir waren am 13. August auf Menorca, als die Wetterwarnung kam. Und wir hatten zwar eine schöne Bucht, aber es war sehr voll. Menorca war eben zu der Zeit sehr, sehr voll. Es gibt auf Menorca eine sehr geschützte Bucht, die wir überlegt haben anzulaufen, aber wir für uns haben entschieden, dass auch da ist uns die Gefahr zu groß, dass es zu voll wird. Wir suchen eine andere Bucht, und zwar sind wir 30 Meilen zurück nach Mallorca gefahren, Port Pollença, weil diese Bucht einfach unfassbar weitläufig ist und dort sehr viel Platz für viele Boote ist, ohne dass da ja, einem der Nachbar zu eng wird. Es hat sich als für uns richtig herausgestellt, dass wir diese Taktik gefahren sind. Zum einen war schon Gewitter für den 13. abends vorhergesagt. Das war eigentlich nicht viel los. Das war relativ leicht. Aber was dann am 14. kam, das war also weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Und es kam wirklich alles, was bei einer Dana passieren kann. Also komplett andere Windrichtung als vorhergesagt,
komplett andere Stärke als vorhergesagt und auch eine andere Zeit als vorhergesagt. Wir waren wirklich froh, an dem Platz zu sein, an dem wir waren, und wir waren dadurch auch tiefenentspannt, so tief entspannt, wie man es in dem Moment einfach sein kann. Also wir zeigen euch gleich einen Clip dazu. Vorausgesagt waren 30 Knoten, wir hatten etwas mehr, das seht ihr am Ende des Clips. Es ist mein erstes Gewitter vor Anker, das also auch direkt über uns drüber geht. Also bisher war es immer nur nebendran und dran vorbei, und hier wird es wahrscheinlich über uns rüber gehen. Der Wind wird aus der Richtung kommen, den wir jetzt auch haben. Und wir haben jetzt hier zu meiner rechten Motorboot, und dann haben wir hier vorne jemanden, der liegt aber auch nicht in der Windrichtung, die sind auch an Bord. Und dann haben wir hinter uns einen großen französischen Katamaran. Zum einen liegt er hinter uns, aber auch der hat Kette gegeben. Ich sehe es ein bisschen fatalistisch. Es kommt, wie es kommt. Wir haben uns bestmöglich vorbereitet und mehr können wir nicht tun. Wir blenden euch die lange Version von dem Video ein. Also ich bin heute noch beeindruckt. Diese Dana ist nicht das einzige Wetterphänomen. Also ihr habt natürlich auf den Balearen immer mit dem Mistral zu tun. Der kommt recht häufig im Sommer und auch wirklich unterschiedlich stark. Schaut euch genau an, wo und wie ihr ankert und auch was eure Nachbarn machen, weil ihr habt ja jetzt gelernt, ihr könnt euch nicht auf alles verlassen. Das waren jetzt unsere 7 Punkte, die wir euch gerne mitgeben möchten, damit ihr einen entspannten Sommer vor Anker auf den Balearen in der Hauptsaison verbringen könnt. Wir hoffen, dass da ein bisschen was für euch dabei war. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir beantworten die euch gerne, und vielleicht würdet ihr auch was ganz anders machen. Dann schreibt es auch in die Kommentare. Ihr könnt uns natürlich auch gerne kritisieren. Wir sind das gewöhnt, können auch damit umgehen. Für uns hat sich das, was wir jetzt hier euch mitgegeben haben, wirklich als gut und passabel durchführbar herauskristallisiert, und wir werden das auch weiterhin so machen. Das, was wir auf den Balearen in der Hauptsaison erlebt haben, wurde uns jetzt erzählt, ist eigentlich überall im Mittelmeer so. Das heißt, vielleicht sind die Tipps deswegen umso wichtiger. Wie ihr seht, wir sind ja noch im Winterlager. Wenn ihr noch ein bestimmtes Thema habt, was ihr euch von uns wünscht, was wir nochmal besprechen, euch zeigen sollen, worüber wir nochmal reden sollen, dann schreibt uns das doch bitte gerne nochmal in die Kommentare rein. Wir wollen euch nicht mit fisseligen Winterlagerarbeiten hier durch den Winter durchquälen. Da gibt es mehr als genug davon. Vielleicht habt ihr ja noch einen Punkt, wo ihr sagt, Mensch, ach bitte macht das doch mal. Dann gerne ab damit in die Kommentare, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.